Da sind wir wieder. Hallo zu einer neuen Ausgabe von TechJack. Nach den spannenden Einblicken bei TV2 Denmark in der letzten Folge richten wir dieses Mal unser Spotlight on Helmut bei RTL 2. Inzwischen hat es sich wohl rumgesprochen, Helmut ist die Lösung zur effizienten Verwaltung von Schnittprojekten in professionellen Videoproduktionsumgebungen mit Adobe. Heute begrüße ich gleich zwei Gäste. Markus Lindwurm, Senior IT Architect New Technology bei RTL 2 und Michael Stein von DVEX. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo Markus. Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran. Das ist RTL 2, der deutschsprachige Reality-Sender Nummer 1. Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Markus, du sitzt in Grünwald und du bist Senior IT Architect New Technology. Bei dir landen so einige Herausforderungen. Lass uns mal den Fokus auf die Postpro werfen, also auf Abläufe, User, Infrastruktur und so weiter. Ja, sehr gerne. Zunächst, RTL 2 hat sein hauseigenes Content- und Media Asset Management System mit angebundenem digitalen Archiv. Die Editoren suchen sich dort ihr Edit-Quellmaterial und erstellen auch hier bereits Vorschnitte, also klassischer MAM-Loris-Vorschnitt. Das können auch externe Firmen sein, wie auch interne Cutter. Der Materialtransfer erfolgt dann durch unser MAM-System auf den Produktionsspeicher für die Verwendung im Schnitt. Externes Material, also Non-Archive von Kameras und so weiter, wird hier auch verwendet. Der Schnitt erfolgt ausschließlich in Adobe Premiere und der Export bzw. das Endprodukt landet dann wieder auf unserem Produktionsspeicher. Je nach Workflow auch wieder zurück im digitalen Archiv. Zunächst war der Schnitt ausschließlich on-premise, on-location im RTL 2 Netzwerk möglich, mit performanten Workstation und schnellen Produktionsspeicher. Aber eine der großen Herausforderungen der letzten Jahre war eben auch diesen Remote-Schnitt, Stichwort Work from Home, in den Post-Pro-Workflow zu integrieren. Und so viel schon mal vorne weggenommen, das haben wir mit Helmut auch performant geschafft. Markus, genau an dieser Stelle kam Michael Stein ins Spiel. Michael, ihr seid Systempartner von RTL 2 und habt für die Herausforderungen Helmut vorgeschlagen. Ja, in diesem Projekt waren wir als Workflow Consultant und Systemintegrator tätig. Dazu hatten wir natürlich erst einmal die bestehenden Workflows analysiert und auch die neuen gewünschten Workflows in Verbindung mit den bestehenden Systemen bei der RTL 2. Und es gab hier eine spezielle Anforderung, ein bestehendes und vor allem von RTL 2 eigenständig entwickeltes MAM-System, eine Telestream Vantage Transcoding Farm und auch eine bestehende Speicherlösung zu integrieren. Wir haben dann eine Marktanalyse erstellt und haben nach Auswertung der Marktanalyse RTL 2 Helmut vorgeschlagen. Darauf folgte ein POC, der sehr erfolgreich verlief und danach wurde das System sehr schnell beim Kunden installiert. Und das Schöne ist, bis heute wurde es kontinuierlich um neue Funktionen und zusätzliche Workflows erweitert. Wieder zu dir, Markus. Du hast vorhin eure Post-Pro-Abläufe skizziert. Lass uns da mal noch tiefer Einblick nehmen. Wie steht's um Projektmanagement, User-Integration und um Prozesssteuerung? Ja, das Problem in der Vergangenheit war eben immer dieser Bruch, nachdem das Schnittmaterial auf dem Produktionsspeicher gelandet ist und auch vom Export wieder zurückkam. Der Edit-Bereich war also lange Zeit eine Insellösung, die vom MAM abgegrenzt war. Hier brauchten wir definitiv eine Lösung, um den Edit-Workflow durchgängig bis letztendlich ins Schnittsystem und zurück mit allen Materialbewegungen und Transcodes durchzuziehen. Weiterhin sollte es unterschiedlichen Editoren möglich sein, am selben Projekt zu arbeiten, aber natürlich gemanagt, ohne zusätzliche doppelte File-Copies, mit allen Statusübergängen, Housekeeping und Backups. Das heißt eine vollumfassende Verwaltung der Materialbestellung, also des Imports, des Schnittprojektmanagements sowie des template-basierten Exports je nach Workflow und Ziel des Endprodukts. TechJack verspricht ja immer Workflows und technische Einblicke, deswegen liefere ich dir Stichworte und du bitte kurze Einblicke. Stichwort 1, Hybridlösung, Proxy-Editing und High-Res-Schnitt. Ganz entscheidend, ja, durch die mittlerweile alltägliche Situation des Remote-Editings, also quasi von zu Hause, war es notwendig, den Schnitt auch in die Cloud zu bringen. Hier mussten wir allerdings die Bandbreite für die performante Verwendung des Videos reduzieren, um eben Zeit- und Traffic-Kosten einzusparen.
Besonders wenn UHD ins Spiel kommt, ist das Editing auf Proxy-Ebene absolut wichtig, also eine framegenaue Loris-Variante. Beim Export muss dann natürlich im Umkehrschluss wieder framegenau auf den Render-Nodes der Clip vom Hi-Res-Material gerendert werden. Darüber hinaus war es uns aber auch wichtig, on-premise an den internen Workstations im Premiere im Verbund schneiden zu können, also eine hybride Lösung. Für den User darf es im Workflow keinen Unterschied geben, ob er im Büro oder von zu Hause schneidet. Okay. Stichwort 2, Flexibilität für User durch Helmut 4. Ja, das heißt zum einen fließende Projektübergaben. User können mit Helmut-Projekten nach Belieben aneinander übergeben, fortführen oder einfach nur gegenchecken, also eine Approval machen. Dabei muss dann auch kein Material mehr mühselig mit USB oder FTP von Workstation A auf B verschoben werden. Alles ist von Helmut gemanagt. Und bei fertigen Projekten sorgt das intelligente Housekeeping auch selbstständig dafür, dass der Cloud-Speicher wieder frei wird. Der User muss also nicht mehr sich mit dem Materialmanagement beschäftigen und es entfällt das Suchen nach Projekten und Dateien auf diversen Speicherorten. Durch den Einsatz von Render-Nodes wird die Workstation des Editors auch entlastet und beim Export wird sie eben nicht belegt, da das Rendern framegenau vom Hi-Res-Material auf den On-Premise-Servern erfolgt. Selbst wenn der Schnitt auch weitgehend auf dem Proxy stattgefunden hat. Und letztes Stichwort Nummer 3, Anbindung von Helmut an MAM. Ja, ganz wichtig, das war für uns die zweite Phase des Projekts, dass auch unser Media Asset Management System und das digitale Archiv nahtlos über eine Schnittstelle an Helmut angebunden werden. Das heißt, wie gewohnt, die Materialsuche und der Vorschnitt in unserem MAM-System und dann die Materialübergabe und die Zuordnung zum Schnittprojekt in Helmut, sowie die Verknüpfung und der Import und der Sync in der Schnittsoftware, inklusive Transfer, Proxy-Transcode über das MAM, egal ob Cloud oder On-Premise. Beendet wurden damit manuelle oder im Worst Case sogar doppelte Kopien via FTP pro User Workstation und Projekt. Zusätzlich konnten wir es auch realisieren, dass die Proxy-Transcodes über API-Kommunikation über Helmut initiiert, aber durch unser MAM getriggert werden, was uns effizient ermöglichte, interne Standard-Workflows und die Power unseres zum Beispiel Transcode-Arrays zu nutzen. Wir konnten durch diese Schnittstellenanbindung die Stärken beider Systeme, unseres MAMs und Helmut, zielgerichtet einsetzen. Markus, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten remote. Wir haben es gerade eben schon mal angesprochen. Alles kein Problem mit Lucid Link und Moveit Cloud. Wie läuft es denn bei euch? Ja, auch das konnten wir realisieren. Es ist mittlerweile wirklich egal, ob der Editor in den Räumen von RTL 2 oder zu Hause oder in Barcelona sitzt. Mit der Moveit Cloud ist das Schnittmaterial als Proxy-Video und die Projektdateien immer und überall zentral im Zugriff. Keine Materialdopplungen mehr auf dem Speichersystem, keine Dateileichen mehr bei beendeten oder unaufgeräumten Projekten. Und Lucid Link dient dabei als smarte Middleware, die es ermöglicht, den Cloud-Speicher sehr einfach als Share auf den Workstations und beim Transfer einzubinden. Ja, ihr zwei, wir sind auf der Zielgeraden der heutigen TechJack-Episode und da kommt wieder unser Satzergänzungsspiel. Ich beginne den Satz und ihr bringt ihn zum Ende. Markus, leg los. Erfolgreiche Systemplanung macht aus, dass Arbeitsabläufe reibungslos mit allen beteiligten und benötigten Systemen, möglichst auch Third-Parties, so funktionieren, dass der Anwender einen deutlichen Mehrwert bei der Ausführung seiner Tätigkeit erhält und im Bestfall dadurch natürlich auch effizienter und fließender ohne Workflow-Brüche arbeiten kann. Ein Performance- und Geschwindigkeitsgewinn ist dann in der Regel selbsterklärend. Michael, die größte Herausforderung in der Postproduktion ist derzeit, dass man durch eine wohl überlegte Systementscheidung alle modernen Workflows sowohl on-prem, remote, auch in der Cloud abdecken kann. Und zusätzlich muss ein modernes System offen für die Integration bestehender Third-Party-Systeme, in dem Fall sogar eines bestehenden MAM-Systems sein. Markus, der Hauptvorteil von Helmut bei RTL 2 ist? Ein effizienteres, unkomplizierteres Editing durch automatisiertes Materialmanagement sowie ein standortunabhängiges und userübergreifendes template-basiertes Schnittprojektmanagement in einer hybriden Remote-on-Premise-Umgebung mit direkter Anbindung beim Import-Export an unser MAM-System und digitales Archiv. Mensch, da war ja richtig viel drin. Danke an Markus Lindwurm von RTL 2 und Michael Stein vom Systempartner DVEX. Gerne.
Das war unser Spotlight on Helmut bei RTL 2. Bis bald zur 3. Ausgabe unserer Spotlight on Helmut Trilogie in TechJack. Wieder mit einer Erfolgsgeschichte und wieder mit einem interessanten Gast. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dann.